Laborpraktika. Sie sind scheinbar unverzichtbar in Lehrplänen naturwissenschaftlicher Fächer. Aber könnte es sein, dass ein Laborpraktikum gar nicht die beste Methode ist, um das Wissen zu vermitteln? Schauen wir uns an, was du beachten solltest, damit dein Laborpraktikum so lernförderlich wie möglich ist und nicht in Frust endet. Stell dir vor, du stehst in einem Labor und hast die Aufgabe, eine komplexe chemische Reaktion durchzuführen. Du musst dich an die Sicherheitsvorschriften erinnern, das richtige Equipment finden, die Reaktionsbedingungen überwachen und Daten aufzeichnen. Während eines Praktikums laufen sehr viele Prozesse gleichzeitig ab. Dabei kann unser Gehirn nur sehr wenig zur selben Zeit verarbeiten. Genauer gesagt sogar nur um die 5 Einheiten. Dadurch können diese vielen gleichzeitigen Informationen gerade bei neuen Themen dazu führen, dass überhaupt kein Lernen im Labor stattfinden kann. Es fehlen uns dann einfach die geistigen Ressourcen, auch noch neue Inhalte zu verarbeiten. Deshalb wirken gerade am Anfang die vielen Dinge im Labor oft überfordernd. Um dies besser zu verstehen, schauen wir uns das Konzept nach Sweller an, die Cognitive Load Theory bzw. die Theorie der kognitiven Belastung. In dieser Theorie unterscheidet man 3 Arten von kognitiver Belastung: die intrinsische Belastung, die extrinsische Belastung und die lernbezogene Belastung. Die intrinsische Belastung bezieht sich auf die empfundene Komplexität der Aufgabe selbst. Je schwieriger und komplexer der Inhalt, desto höher also auch die intrinsische Belastung. Die extrinsische Belastung wird von der Gestaltung und Darstellung des Lernmaterials beeinflusst. Je mehr und unübersichtlicher Informationen auf dem Lernmaterial dargestellt werden, desto höher die extrinsische Belastung. Die lernbezogene Belastung bezieht sich auf die mentale Anstrengung, die die Lernenden aufwenden müssen, um Inhalte zu verarbeiten und zu verstehen. Diese 3 Arten der kognitiven Belastung teilen sich unsere begrenzten Ressourcen. Damit im Labor also effizient gelernt werden kann, sollte die intrinsische und extrinsische Belastung möglichst gering sein, damit gleichzeitig genügend Ressourcen für die lernbezogene Belastung vorhanden sind. Schauen wir uns einmal genauer an, was konkret hinter den verschiedenen Belastungen steckt. Du möchtest mit deinen Studierenden beispielsweise im Labor als Experiment eine Titration durchführen. Viele Schritte des Experiments sind neu. Die Theorie dahinter wurde vielleicht von dem einen oder der anderen noch nicht richtig verstanden und auf spezielle Laborsicherheit muss auch noch geachtet werden. Dies kann zu einer hohen intrinsischen Belastung bei den Studierenden führen. Gleichzeitig gibt es auch extrinsische Belastung. Unklare Anweisungen, verwirrende oder fehlende Beschriftungen an den Geräten sowie einem sehr umfangreichen Laborjournal haben beispielsweise eine Auswirkung auf die Höhe der extrinsischen Belastung. Am Ende des Versuchs ist der Versuch zwar durchgeführt, aber viel mitgenommen haben deine Studierenden nicht. Deine Studierenden waren überfordert und hatten zu wenig Raum für das eigentliche Lernen. Vielleicht hätte sogar nur ein Video von dem Versuch gereicht und der Mehrwert für deine Studierenden wäre der gleiche gewesen. Doch wie kann in diesem Fall die Lernsituation verbessert werden? Eine erste Idee wäre es, die intrinsische Belastung zu senken. Hierzu könnten deine Studierenden bereits in der Vorbereitung auf den Versuch Wissen über Säuren und Basen wiederholen. Außerdem könnte der Versuchsablauf noch vor Beginn des Experiments in eigenen Worten zusammengefasst oder sich gegenseitig erklärt werden. Die extrinsische Belastung könnte minimiert werden, indem klarere Anweisungen gegeben und wichtige Hinweise schriftlich festgehalten werden. Auch können Geräte richtig im Vorfeld oder als gemeinsame Wiederholung zusammen beschriftet werden. Dies führt zu mehr freien Ressourcen, die für das eigentliche Lernen genutzt werden können. Die Theorie der kognitiven Belastung ist ein äußerst nützliches Werkzeug, um das Lernen im naturwissenschaftlichen Labor zu verbessern. Als nächstes bist du dran. Schaffst du es, auftretende Belastungen im Labor zu reduzieren?